geführt ist. Ich lade euch ein, rollt eure Matte aus und macht es euch gemütlich. Wir fangen heute an im Liegen. Wenn du im Stehen bist, fließ mit mir in eine auf dem Rücken liegende Position. Wenn du schon auf dem Rücken liegst, mach dir bequem. Wir sind gleich zusammen. Einatmen. Führ die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend. Earth Touch. Nimm die Blocks so weit nach hinten, wie es für dich geht. Mit der entspannten Wirbelsäule setz dich zurück. Länge deine Wirbelsäule von der Basis zum Kronenpunkt. Dann setz dich ab. Nimm die Füße ein bisschen weg von deinem Gesäß. Und wenn du dich nach unten abrollst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder die Hände an den Knien, die Fersen heben sich und du rollst dich Wirbel für Wirbel ab. Oder du nimmst die Hände zur Seite, hebst hier die Fersen, roll dein Steißbeinchen ein und dann spür, wie du Wirbel für Wirbel nach unten abbiegst. Nimm die Hände um deine Beine und in dieser Haltung knees to chest, die Knie zum Bauch. Bleib entweder in der Mitte ruhig oder roll von einer Seite zur anderen. Wenn du von einer Seite zur anderen rollst, spür deine Wirbelsäule, wie sie Wirbel für Wirbel leicht gedreht wird. Wenn du zurückfließt, spür, wie sie Wirbel für Wirbel wieder in die natürliche Ausgangshaltung zurückgedreht wird. Geh dafür langsam, spür, wie erst dein Becken zur Seite dreht, dann die Taille, dann die Rippen, vielleicht sogar dein Ellenbogen am Boden ankommt oder deinen Kopf zur Seite drehst. Vielleicht ist deine Drehung aber nicht ganz so weit und du drehst nur das Becken, die Knie und die Taille. Sei dir bewusst, du kannst individuell wählen, wie weit du in jede einzelne Haltung gehst. Wenn du Schmerzen spürst, mach eine Pause, geh aus der Haltung heraus. Nächstes Mal, wenn du in der Mitte bist, stell deine Füße wieder vor dem Gesäß auf. Nimm dein linkes Bein lang. Bring dein rechtes Knie zur Seite. Diese Haltung heißt Baumhaltung im Liegen, Reclined Tree Pose. Spür das linke Bein lang, dein rechtes Knie ausgedreht. Und dann nimm alle Muskeln, um dich hier in Balance zu halten, sodass du nicht mit dem Becken zur rechten Seite kippst. Wenn du das Gefühl hast, die muskuläre Kraft reicht nicht, nimm deine Hand oder ein Kissen hier unter das Gesäß und lass dein Bein auf dieser Hand oder auf dem Kissen liegen. Das wird dir helfen, hier parallel zu sein. Und dann schließ deine Augen und spür deinen Atem. Wir beginnen mit dem natürlichen Atem, der ohne Aufwand frei nach unten in deinen Bauchraum und in die untere Lunge fließt. Spür, deine Aufmerksamkeit ist bei dem Atem. Du entspannst dich um den Atem herum, du empfängst den Atem, die Lebensenergie und den Sauerstoff. Wie viel kannst du den Atem einladen, in die unteren Lungen zu fließen?
Zu welchem Grad kannst du deine Bauchmuskulatur entspannen, dass dieser Atem in der Basis deiner Lunge stattfinden kann, dort wo am meisten Sauerstoff aufgenommen wird, dort wo das Nervensystem umgeschaltet wird auf ein entspanntes Nervensystem. Englisch sagen wir Rest and Digest, Entspannung und Verdauung. Ein Mode, in dem das Nervensystem heilt, Energie speichert, deine inneren Batterien auflädst. Mit Atemachtsamkeit warte, bis dein nächster Ausatmen beginnt. Dann bring dein rechtes Knie nach oben, bring dein linkes Bein zum rechten. Roll dein Steißbeinchen ein, heb die Fersen und bring beide Knie zum Bauch heran. Lass den Atem fließen. Mit deiner nächsten Ausatmung spann die Bauchmuskulatur leicht an, sodass du kontrolliert die Beine und Hände zum Boden ablegen kannst. Bring dein rechtes Bein nun nach außen, lass das linke Knie zur Seite fließen. Erst schau nach der Ausrichtung in deinem physischen Körper. Hier haben wir das rechte Bein gerade, die rechten Zehen sind entspannt, drehen aber nicht nach innen oder nach außen. Das Becken ist in einer Linie, spür, ob du ein Kissen brauchst unter deinem linken Gesäß oder vielleicht die Hand. Die Wirbelsäule ist in seiner natürlichen Ausrichtung und der Kopf in einer Linie mit der restlichen Wirbelsäule. Wenn der Körper eingerichtet ist, dann widme dich dem mehr feinstofflichen Teil deines Körpers, dem Atem und dem Geist. Von dem natürlichen Atem geh jetzt zu der Yoga-Vollatmung. TriYoga, wir nennen das Complete Breath. Fühl, wie du den Atem von der Basis der Lunge füllst, untere, mittlere und obere Teil der Lunge. Während der untere Teil der Lunge sehr dehnbar ist, sehr viel Sauerstoff aufnimmt, der mittlere Teil der Lungen im Rippenbogen nicht ganz so dehnungsfähig, aber vielleicht kannst du ein kleines bisschen Dehnung in den mittleren Lungen und den Lungenspitzen wahrnehmen. Lass dir Zeit, diese Dehnung zu spüren, das Aufsteigen des Atems zu spüren. In allen Atemübungen wollen wir den Atem immer fein fließen lassen, gleichmäßig fließen lassen. So langsam wie für dich ganz individuell möglich, lass den Atem fließen. Von hier bring dein linkes Knie nach oben, steig mit deiner rechten Ferse zur linken Ferse, roll das Steißbeinchen an, heb beide Fersen gleichzeitig und bring die Knie wieder zum Bauch heran. Die Knie können entweder in den Ellbogen verweilen oder du hast die Beine parallel. Mit deiner nächsten Ausatmung bring wieder beide Füße zum Boden heran, das Partial Recline, und dann bring die Knie, heb die Fersen und bring beide Knie nach außen zur Seite. Hier kannst du die Blocks nehmen, um die Oberschenkel auf den Blocks
abzulegen. Spür genau diese Öffnung, wo du eine kleine Dehnung spürst, aber nicht zu viel, dass es schmerzhaft ist. Hab die Hände in den Mudra. Wenn du deine körperliche Ausrichtung gefunden hast, wende dich wieder dem Atem zu. Volle Konzentration und Fokus auf den Atem. Yoga Vollatmung, Complete Breath. Wenn du möchtest, nimm jetzt den Ujjayi-Atem dazu. Es ist ausatmen, als würdest du den Sound A machen. Und einatmend entsteht der Sound, entsteht der Klang, wenn du von den Lippen nach hinten zu dem hinteren Teil deines Mundes atmest und dir dann vorstellst, dass der Atem nach oben fließt zu der Stelle zwischen den Augenbrauen und nach oben zum Kronenpunkt. Also ausatmend, mit geschlossenem Mund den A-Sound und einatmend, lass den Atem zum rückwärtigen Teil des Mundes und nach oben zum Kronenpunkt fließen. Ganz wichtig hier ist der entspannte Atem, auch hier bei Ujjayi, dass man es nicht angespannt ist in den Kiefergelenken oder im Halsraum. Mit deiner nächsten Ausatmung bring die Knie wieder zum Bauch heran. Du kannst entweder die Knie nach oben bringen und zum Körper heran oder über die Seite zum Körper heran, umarm die Knie. Langer, tiefer Atem. Mit deiner nächsten Einatmung bring den rechten Arm hinter den Kopf. Die linke Hand ist auf dem linken Knie. Dann dreh deine Knie und Hüften zur rechten Seite. Lass die linke Hand folgen. Streck dein linkes Bein aus. Drück mit der linken Hand in den Boden. Die Wirbelsäule ist entspannt. Dann dreh dich nach vorne zum vorderen kleinen Ende der Matte. Länge die Wirbelsäule. Von hier kommen wir in die Katze, Cross Squats, das rechte Schienbein überkreuzt. Du hebst dich an, lass dein Brustbein und die Hände nach vorne reichen und komm nach vorne in die Katze. Ausatmend zurück in die Haltung des Kindes. Mit der langen Wirbelsäule fließt nach hinten. Wenn die Sitzbeinhöcker auf dem Gesäß angekommen sind, dann bring den Bauch zu den Oberschenkeln, die Brust zu den Knien und die Stirn zum Boden. Atme hier ein. Ausatmend Cat-Tuck, die runde Katze, runde Nacken. Brust zum Unterrücken, komm nach oben. Einatmen, Cat, Länge von der Basis der Wirbelsäule, Unterrücken neutral, oberer Rücken in einer Backbend, Rückwärtsbeuge. Und dann komm, fließ zurück und halt den Rücken so wie er war. Und wenn du an deinem maximalen Punkt nach hinten gestreckt bist, dann lass Bauch, Brust und Kopf absinken. Ausatmen. Cat, die runde Katze. Einatmen, Cat, Länge von der Basis der Wirbelsäule. Betont die Bauchmuskulatur, so dein Unterrücken ist gestützt. Ausatmend, Haltung des Kindes. Einatmen. Aus, Cat. Ein, Cat.
aus, Child, Haltung des Kindes. Übe noch 3 Runden. Spür so in dich hinein, wie lang ist dein Atemrhythmus und lass Atemrhythmus und Bewegung eins werden, sodass es die Geschwindigkeit deines Flusses sich anpasst an die Geschwindigkeit deines Atems. Dein Atem fließt so langsam, gleichmäßig wie möglich und das Längen und Runden der Wirbelsäule passt sich in deinen Atemrhythmus an. Letzte Runde. Nächstes Mal, wenn du in der Haltung des Kindes bist, verweile dort. Spür deinen langen, fließenden Atem mit dem Sound von Ujjayi, Klang des Meeres. Mit deiner nächsten Einatmung roll nach oben in den natürlichen Sitz. Kinn zur Kehle, runter die Brustwirbelsäule, Steißbeinchen rollt sich ein, wenn die Schultern über den Hüftgelenk sind, Länge von der Basis der Wirbelsäule und bring die Hände zum Herzraum. Einatmen, beug dich nach vorne, die Arme folgen, Cat Bow One. Die Finger schauen zueinander, die Schultern sind über den Handgelenken. Die Knie sind unter den Hüften, vielleicht ein bisschen weiter zurück. Der untere Rücken ist gestützt durch deine Bauchmuskulatur und dein Brustkorb dehnt sich nach vorne. Ausatmend, Cat Bow One. Die Hände drücken zueinander, die Ellenbogen beugen sich und die Schultern kommen nach unten. Einatmend, geh gerade nach oben. Ausatmend, Cat, die runde Katze. Die Bewegung beginnt in der Basis der Wirbelsäule. Einatmend, Cat, die Katze. Die Bewegung startet in der Basis der Wirbelsäule. Der Kopf ist zuletzt. Ausatmend, Cat Bow One. Beug die Ellenbogen und lass die Schultern schön vorne über den Handgelenken. Wenn du nach oben kommst, geh langsam und bleib mit den Schultern über den Handgelenken. Ausatmen, Cat Tuck. Lass die Bewegung in der Basis der Wirbelsäule starten. Runde Katze. Einatmen, spür die Welle von der Basis der Wirbelsäule nach oben rollen. Wirbel für Wirbel. Das letzte ist der Nacken, dann der Kopf. Ausatmend, Cat Bow. Ellbogen beugen sich. Einatmen nach oben. Mach sicher, dass du die Bewegung ganz beendest. Ausatmend, Cat. Einatmend, Cat. Wirbel für Wirbel lenkt sich die Wirbelsäule. Ausatmend, Cat Bow One. Einatmend, aus Cat Tuck von der Basis der Wirbelsäule roll und runde. Einatmen, Cat von der Basis der Wirbelsäule, länge dich. Ausatmen, Cat Bow, letzte Runde. Einatmen, Cat. Drück dich nach oben, bis du ganz durchgestreckte Arme hast. Ausatmen, die Haltung des Kindes. Spür das Becken, zieht nach hinten, die Brustwirbelsäule schiebt nach vorne. Somit lenkst du die Wirbelsäule und die lange Wirbelsäule legst du dann über deinen Oberschenkel, Knien ab und der Kopf entspannt sich auf deiner Matte. Beobachte deinen langen, fließenden Atem und wenn er jetzt kurz ist, dann lade ihn ein, mit jedem Atemzug ein bisschen länger zu werden. Entspann dich
um den Atem herum. Entspann dich in deiner Haltung. Mit deiner nächsten Einatmung, natürlicher Sitz, Kinn zur Kehle, rund dich durch den Brustkorb, Steißbeinchen rollt sich ein und die Schultern kommen über die Hüften. Länge dich von der Basis der Wirbelsäule, wenn sich der Herzraum öffnet, kommen die Hände zum Herzraum, der Nacken und Kopfende zuletzt. Beug dich nach vorne von den Hüften, die Arme folgen. In der Katzenhaltung sind die Schultern über den Handgelenken. Stell die Zehen um. Wir gehen in Mountain. Heb die Knie, bring die Sitzbeinhöcker nach hinten. In Mountain gehen wir erst durch Mountain Lift, wo der Brustkorb und der Kopf noch gehoben ist. Dann, wenn du deine Beine okay sind und nicht zu steif oder die Oberschenkelmuskeln nicht zu kurz sind, dann strecke deine Beine, Sitzbeinhöcker kommen ganz weit nach hinten und dann entspann die Wirbelsäule zwischen deinen Armen. Atme hier ein, ausatmen, runde Katze. Die Fersen drücken nach hinten, dein Kinn rollt sich ein, der Brustkorb rundet sich und die Schultern kommen über die Handgelenke. Lass die Knie gleichmäßig fließend sinken, dann Länge von der Basis der Wirbelsäule in die Haltung der Katze. Halte die lange Wirbelsäule und spür, wie die Sitzbeinhöcker nach hinten ziehen, während das Herz nach vorne zieht, die Zehen entspannen sich nach hinten. Lass die lange Wirbelsäule über deinen Oberschenkel absinken. Mit deiner nächsten Einatmung roll nach oben in den natürlichen Sitz. Kinn, Brustkorb, unterer Rücken, richtig das Steißbeinchen einrollen. Und wenn die Schultern über den Hüftgelenk sind, Länge von der Basis der Wirbelsäule, wenn der Herzraum sich öffnet, bewegen sich die Arme, Nacken und Finger, beenden die Bewegung gleichzeitig, der Kopf ist zuletzt. Beug dich nach vorne, die Arme folgen, Katzenhaltung. Wenn du spürst, deine Arme, du willst ein bisschen Unterstützung, damit du dich besser in die Haltung des Hundes oder wie wir nennen es Mountain in TriYoga zurückschieben kannst, dann nimm deine Blocks und geh durch die unterschiedlichen Haltungen. Wir halten den Rücken aufgerichtet, wie in der Katze, wenn wir die Knie heben. Auch wenn die Sitzbeinhöcker ganz nach hinten kommen, bleibt die Wirbelsäule noch so aufgerichtet und offen. Die Beine enden die Bewegung zuerst, die Sitzbeinhöcker ziehen nach oben und die Fersen nach unten. Und wenn du die Beine eingerichtet hast, dann widme dich der Wirbelsäule und lass erst den unteren Rücken etwas sinken, dann die Brustwirbelsäule und als letztes den Kopf. Und vom Kopf beginnt die nächste Bewegung wieder. Lass das Kinn einrollen, spür, wie sich der Nacken rundet, die Brustwirbelsäule, der untere Rücken. Bring die Schultern über die Handgelenke gleichmäßig fließend, lass die Knie absinken. Von der Basis der Wirbelsäule länge dich, unterer Rücken, Brustwirbelsäule, Nacken, Kopf. Und dann fließ zurück in die Haltung des Kindes. Die Zehen fließen zurück. Du hältst die lange Wirbelsäule und dann bring die lange Wirbelsäule, leg sie Bauch über die Oberschenkel, Brust über die Knie und dann lass die Stirn zum Boden sinken. Einatmend, Natural Seat, natürliche Sitz, runde die Wirbelsäule von Nacken in den unteren Rücken. Dann Länge vom unteren Rücken durch die Brust in den Nackenkopf. Beug dich nach vorne aus den Hüftgelenken, lass die Arme nach vorne reichen. Für das Katzen-Alignment, die Ausrichtung in der Katze. Dann stell die Zehen um,
Schieb die Fersen nach unten, die Sitzbeinhöcker nach oben. Spür dieses klare Dehnen nach hinten und dann lass Wirbel für Wirbel absinken. Falls deine Beinmuskeln sehr verkürzt sind durch viel Sitzen oder Sports wie Tennis, Badminton, Squash, dann beug die Knie und spür hier diese Dehnung im Rücken. Das ist unsere Primary Alignment. So die erste Ausrichtung, es geht wirklich auf die Länge der Wirbelsäule. Nächste Ausatmung, Cat Tuck. Einatmend Cat. Ausatmung, Haltung des Kindes. Wir wiederholen noch 3 Zyklen. Ein natürlicher Sitz. Ausatmend, Länge die Wirbelsäule, Hände zum Herzraum. Einatmend, Katze, beug dich nach vorne aus den Hüftgelenken. Vollständige die Katzenhaltung und dann Mountain Lifts mit diesem gehobenen Brustkorb und Kopf. Und dann lass Wirbel für Wirbel nach unten absinken in Mountain, so wie wir das im TriYoga nennen. Du kennst es vielleicht, nach unten blickender Hund oder Hundhaltung. Ausatmend, Cat Tuck, Hundekatze. Einatmend, Cat, lange Katze. Ausatmen, Haltung des Kindes. Lass das Brustbein richtig schön nach oben gedehnt, bevor es sich in die Vorbeuge ablegt. Einatmend, Natural Seat, natürlicher Sitz für die runde Wirbelsäule. Ausatmend, Länge von der Basis. Halt die lange Wirbelsäule, wenn du dich von den Hüften nach vorne streckst. Halt die lange Wirbelsäule, wenn du in Mountain Lift gehst. Und dann lass die Wirbelsäule entspannt zwischen deinen Oberarmen absinken in Mountain. Aus, runde Katze, spür die Rundung von Nacken, Brustkorb und Unterrücken. Einatmen, lange Katze, länge dich von der Basis. Und ausatmen, Haltung des Kindes, dehn dich zurück. Und verweile hier für ein paar Atemzüge. Entspann dich in die Haltung. Der Kopf liegt entweder auf der Matte ab oder auf einem Block. Die Hände sind in einem Mudra. Eine Gesture mit den Händen. Vielleicht einfach nur, dass alle 5 Finger die Erde berühren. Wir nennen das Erdmudra. Oder Daumen und Zeigefinger zusammen. Wir nennen das Om-Mudra. Wie du deine ganzen Gedanken aus deinem Stirnraum in die Matte, in die Erde abgibst. Nichts ist wichtig, alles kann warten. Mit deiner nächsten Einatmung roll dich nach oben in den Sitz. Ausatmend, bring die Hände vor den Herzraum, lange Wirbelsäule. Einatmend, Vierteldrehung nach links oder so, dass du deinen Bildschirm siehst. In die Katze. Stell die Zehen um. Heb die Knie und lauf oder spring in Pyramid, die Pyramidenhaltung. Deine nächsten Ausatmung beug dein rechtes Knie und schieb mit dem linken Fuß in den Boden. Einatmen zurück zur Mitte. Ausatmen die zweite Seite. Dann wiederhole. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur Seite. Spür, dass beide Füße aktiv sind. Wenn du
du auf die rechte Seite gehst, drückt dein linker Fuß in den Boden. Wenn du auf die linke Seite gehst, schmiegt sich dein rechter Fuß in den Boden. Die Zehen sind entspannt. Nächstes Mal, wenn du von der linken Seite zurückkommst, einatmend Pyramid Lift. Spann deinen Beckenboden und Bauchmuskulatur an. Heb beide Fersen der Hände zur gleichen Zeit und bring die Schultern über die Hüften. Beug dein rechtes Knie und falte die Hände vor dem Gesäß. Einatmend. Bring die Arme langsam fließend nach oben. Wenn die Hände im Herzraum sind, dreht sich die Ferse ein. Wenn sie am Stirnraum sind, die Zehen nach vorne. Und wenn sie ganz oben sind, lass die linke Ferse nach hinten schieben. Deine Hüften sind parallel, die Schultern sind weg von den Ohren. Mit deiner nächsten Ausatmung, Triangle, bring die Hüften nach links, die Schultern nach rechts. Jetzt kannst du zwischen zwei Armhaltungen wählen. Triangle 1, Dreieckshaltung 1, ist mit dem Arm nach oben. Triangle 2 ist mit dem Arm hinter dem Rücken. Jetzt schmieg die Füße zum Boden, heb die Fußgelenke, die Kniegelenke, stell dir vor, dass du mit den Oberschenkel die Kniekappe nach oben ziehen kannst. Spür, wie die Füße in zwei Richtungen schieben, der rechte Fuß nach rechts, der linke Ferse nach links. Und spür, wie diese linke Hüfte, die möchte sich natürlicherweise nach vorne drehen. Aber du drehst diese Hüfte zurück zur unsichtbaren Wand und auch den Bauchnabel dreh weg von dem Oberschenkel. Abhängig von deiner Flexibilität ist deine Dreieckshaltung vielleicht hier oder weiter unten. Lass das Ego zur Seite. Spür, was für dich richtig ist. Sodass deine Ausrichtung gut ist. Wenn die Ausrichtung gut ist, kann die Energie fließen und deine Yoga-Praxis wird zu einer Heilpraxis. Wie in der Akupunktur wird die Energie besser nach deiner Praxis in deinem Körper fließen. Mit deiner nächsten Einatmung komm nach oben. Wenn die Schultern über den Hüften sind, lass die Arme entspannt neben dem Körper. Beug dein rechtes Knie, heb die rechte Ferse, dreh die rechte Ferse 30 Grad zurück und bring die Zehen nach vorne. Auch das linke Bein kommt parallel. Mit deiner nächsten Einatmung falte die Hände vor dem Becken, beug dein linkes Knie, heb die linke Ferse, bring die Arme nach oben, die linke Ferse kommt nach innen und die Zehen nach außen. Becken ist parallel, rechte Ferse ist nach hinten. Und dann schieb die Hüfte nach rechts und die Schultern nach links. Dreieckshaltung. Und dann spür wieder die Ausrichtung, die uns hilft, dass wir gesund bleiben in unseren Gelenken, die uns hilft, die Energie besser fließen zu machen. Beide Füße schieben in den Boden, linker Fuß schiebt nach links, rechte Ferse schiebt nach rechts. Und du spürst vielleicht, wie sich jetzt damit deine Beinmuskeln aktivieren. Heb die Fußgelenkchen, die Kniegelenke und stell dir vor, wie du diesen Oberschenkelmuskel hier von deinem linken Oberschenkel in dein Becken hineingibst. Dann spür, wie weit deine Physik, dein Körper dir erlaubt, dich hier noch aufzudrehen, sodass dieser rechte Beckenknochen nach hinten kommt, dass sich der Bauchnabel wegdreht vom linken Oberschenkel. Lass den Atem fließen. Wie genussvoll und glücklich kannst du in der Haltung sein? Wie entspannt kannst du in diesem Moment sein?
Mit deiner nächsten Einatmung komm nach oben, lass die Arme entspannt zur Seite, beug dein linkes Knie, die linke Ferse dreht sich nach hinten, die Zehen nach vorne, beide Füße parallel. Einatmen, bring die Arme über vorne nach oben, ausatmen, die Sitzbeinhöcker ziehen nach hinten, komm nach unten in Pyramid One, die Pyramidenhaltung und dann mit einem leichten Sprung bring die Füße zusammen, hüftweit, lass die Knie nach vorne ziehen, zieh den Bauchnabel nach innen und bring die Schultern über die Hüften. Die Hände kommen zum Herz. Das ist eine Balancehaltung, Gleichgewichtshaltung. Wenn die Hände beim Herzraum dir zu viel sind, kannst du die Hände auf Blocks neben deinen Körper nehmen. Mach sicher, dass du mit den Schultern über den Hüftgelenken bist. Natürlicherweise möchte man ein bisschen vor, aber zieh die Bauchmuskeln richtig ein und bring die Schultern über die Hüftgelenke. Gut, und dann stell dir vor, wie du durch den Kronenpunkt hindurch wächst, Schultern gelassen zur Seite, die Knie dehnen nach vorne, Bauch zieht sich nach innen. Mit deiner nächsten Ausatmung spür, wie die Fersen sich nach unten dehnen, die Sitzbeinhöcker nach oben. Und entspann deine lange Wirbelsäule über die Beine nach unten. Atme hier ein. Ausatmen, beug die Knie. Roll dein Steißbeinchen ein und spür, wie du Wirbel für Wirbel nach oben rollst. Sei deine Wirbelsäule wirklich, spür jeden Wirbel. Wenn die Schultern über den Hüftgelenken sind, lass die Arme zur Seite dehnen und nach oben. Und ausatmend, bring die Hände über die Seite nach oben. Schließ deine Augen und spür den Atem, spür deine Standhaltung, wie du stabil stehst, dich nach unten schiebst mit den Füßen und mit deiner Wirbelsäule nach oben wächst durch den Kronenpunkt hindurch. Und während du ausgerichtet bist, spür, wo Entspannung und Leichtigkeit deinen Körper durchfließen kann, ohne diese Aufrichtung zu verlieren. Dann bring die Blöcke zu dem vorderen Ende deiner Matte und stell dich ans vordere Drittel deiner Matte. Einatmend, bring die Hände über vorne nach oben. Ausatmen, beug die Knie und komm in die Vorbeuge im Stehen. Einatmend, Monkey, länge die Wirbelsäule von der Basis. Spür, wie die Sitzbeinhöcker nach hinten ziehen und das Brustbein nach vorne. Ausatmend, Mountain und Haltung, beug die Knie, lehn dich in die Hände und mit einem leichten Sprung spring zurück, Mountain Lift und dann lass Wirbel für Wirbel absinken in die Berghaltung. Dein nächster Ausatmen, Katak, runde Nacken, Brust, Unterrücken, die Knie kommen zum Boden. Einatmen, Katze, Länge von der Basis der Wirbelsäule. Bring die Blocks zur Seite. Ausatmend, Basic Slant. Mach eine diagonale Linie zwischen Knien, Hüften und Brustbein. So, das Becken richtig schön einrollen, Steißbeinchen einrollen. Von hier ausatmen, beug die Knie und dehn die Schultern nach vorne, sodass Oberschenkel, Bauch, Brust und Kopf sich ablegen. Die Zehen entspannen sich. Einatmend, Cobra Boat. Heb
den Kopf, Brustraum und Beine. Ausatmen, lass nur die Beine absinken. Einatmen, Länge von der Basis der Wirbelsäule. Stell dir vor, von der Basis der Wirbelsäule schiebst du noch ein bisschen weiter nach oben. Die Hände können helfen. Es kann 1 Zentimeter höher sein oder bis die Arme durchgestreckt sind. Ausatmend, langsam wieder ab. Einatmend, Cobra Boot. Die Beine und Oberkörper heben sich in der gleichen Geschwindigkeit und zur gleichen Höhe. Ausatmend, lass die Beine langsam absinken. Einatmend, Cobra 2. Von der Basis der Wirbelsäule geh in eine höhere Cobra, vielleicht 1 cm, vielleicht 5, vielleicht 20 cm höher. Spür, was ist richtig für deinen Körper heute in diesem Moment. Einatmend, Cobra Boot. Beine und Oberkörper heben sich. Ausatmend, langsam die Beine ablegen. Einatmend, von der Basis der Wirbelsäule heben. Ausatmend, ablegen. Wiederhole noch 3-mal diesen Fluss. Aus, Beine senken. Ein, Cobra 2. Aus, feste. Letzte Runde. Und wenn du Cobra 2 als Asana halten möchtest, dann tu so. In TriYoga unterscheiden wir zwischen Kriya, wo wir von einer Haltung zum anderen fließen, oder Asana, wo wir in der Haltung verweilen. Beine dehnen nach hinten, die Wirbelsäule dehnen nach oben, die Schultern entspannen nach unten. Mit deiner nächsten Ausatmung langsam absinken. Und dann einatmend Cobra 1, Cobra 2 und ausatmen zurück in die Haltung des Kindes. Entspann dich. Die Arme können neben dem Körper oder nach vorne ausgerichtet sein. Verweile in der Kindhaltung. Spür den Atem. Wie hat es sich jetzt verändert mit diesen Haltungen? Mit den Cobra-Haltungen lösen wir Verspannungen in den Atemräumen, vor allem in dem mittleren und oberen Lungenbereich, aber auch Verspannungen im rückwärtigen Teil unserer Lunge, so in der Lungenrückseite. Du spürst vielleicht jetzt, wie der Atem leichter fließt vom unteren Rücken zu der Rückseite deines Herzens. Und natürlich öffnen wir den physischen Teil, aber wir lassen auch das Herz als emotionales Zentrum sich entspannen und öffnen für diese schönen Eigenschaften, die das Herzraum trägt, die bedingungslose Liebe, das ist die Vergebung und die Freude. Mit deiner nächsten Einatmung roll dich nach oben in den natürlichen Sitz. Runde die Wirbelsäule in der Länge von der Basis. Von hier setz dich zur Seite, lehn dich zurück und lass die Beine nach vorne kommen. Und um ans vordere Ende der Matte zu kommen,
Lass es auch eine bewusste Bewegung sein. Du drückst mit den Händen in den Boden, du hebst dein Gesäß und das Gesäß kommt näher zu den Fersen. Dann bring die Füße wieder weiter nach vorne und wenn du dein Gesäß nochmal weiter nach vorne bringen möchtest, tust du so. Die Blocks sind in der Mitte der Matte und dann roll dich wieder zurück. Wenn du gemerkt hast, dass du beim ersten Mal nach unten geplumpst bist, nimm die Hände zur Seite. Trainiere die Bauchmuskeln, dass sie dich Wirbel für Wirbel ablegen lassen. Knees to chest, Knie zur Brust. Bring deine Arme in T-Position und deine Beine nach oben. Rechter Oberschenkel über den linken Oberschenkel, beug die Knie. Oder wenn die Beine nach oben zu schwierig ist, bring die Füße einfach nach unten und dann bring den rechten Oberschenkel über den linken. Wichtig hier ist, dass wirklich die Oberschenkel sich gut überschneiden. Und dann bring die Zehen um deine Achilles. Und manchmal geht es nur, wenn man das untere Bein ein bisschen ausdehnt und dann können sich die Zehen umstellen. Hier einhängen. Verlagere dein Gesäß 10 cm nach rechts und dann dreh mit den Hüften und den Knien nach links. Dreh den Schultern und Kopf nach rechts. Sei achtsam mit deinem Nacken. 5 lange, tiefe Atemzüge. Mit deiner nächsten Ausatmung dreh dich zurück. Bring das Gesäß zurück zur Mitte. Stell deine Füße in Partial Recline vor dem Gesäß ab. Und dann bringen wir die Knie wieder zum Bauch heran. Roll dein Steißbeinchen ein, heb beide Ferse und bring beide Knie gleichmäßig fließend zurück. Deiner nächsten Ausatmung bring die Füße 90 Grad oder zum Boden. Lass den linken Oberschenkel über den rechten. Beug die Knie, Füße vor dem Gesäß. Spür, ob du diese linken Zehen um deine Achilles einhaken kannst. Vielleicht, wenn du die Füße weg vom Gesäß bewegst. Heb dein Gesäß, bring das Gesäß nach links und dann dreh mit dem Knie und den Hüften nach rechts. Langer, tiefer Atem. Mit deiner nächsten Ausatmung dreh dich zurück. Bring die Füße parallel und bring das Gesäß zurück zur Mitte. Gleichmäßig fließend. Knees to chest, die Knie zum Bauch heran. Dann heb die Fersen weg vom Gesäß und öffne die Knie zur Seite. Du kannst die Hände hinter den Kniekehlen haben oder an deinen Waden
oder für die Endhaltung bei den kleinen Zehenseite. Das Gesäß drückt sich in den Boden und die Knie schieben zu den Achselhöhlen. Spür diese Ausrichtung, wie sich dein Steißbeinchen und deine Kreuzbeinplatte wirklich am Boden halten, während die Knie sich in die Achselhöhlen und zum Boden schieben. Der Atem fließt. Mit deiner nächsten Ausatmung bring die Knie zum Bauch heran. Atme hier ein. Ausatmen, Füße vor dem Gesäß. Du bringst die Knie nach außen in die Schmetterlingshaltung, Butterfly. Die Hände sind an der Seite. Handflächen zeigen nach oben, Daumen und Zeigefinger zusammen. Spür, ob du dich vielleicht noch ein bisschen mehr entspannen kannst. Und dann widme dich wieder deinem Atem. Spür einatmend den Yoga-Vollatem für den unteren, mittleren und oberen Lungenbereich. Ausatmen, spür, wie die gesamte Ausatmung fein und gleichmäßig fließend ausfließt. Warte am Ende der Ausatmung, bis der Bauchnabel zum unteren Rücken geht. Und sich vielleicht sogar die Beckenbodenmuskulatur ganz leicht tont. Einatmen, untere, mittlere, oberen Lungenbereich. Geh in deinem Atemrhythmus. Ausatmen, gleichmäßiger Fluss der Ausatmung und wirklich dem Ende der Ausatmung viel Achtsamkeit schenken, wie der Bauchnabel zum unteren Rücken geht und du vielleicht sogar die Beckenbodenmuskulatur ganz, ganz leicht, ganz fein sich aktiviert. Jetzt füg eine Atempause am Ende deiner Einatmung hinzu. Du atmest ein, unterer, mittlerer, oberer Lungenbereich und dann halte den Atem für 1 bis 5 Sekunden an und konzentriere dich auf den Kronenpunkt. Ausatmen, lass los, lass Ausatmen gleichmäßig fließen. Spür, wie der Bauchnabel zum unteren Rücken kommt. Dann halt auch die Ausatmung für 1 bis 5 Sekunden aus. Ganz entspannt. In die Leere hinein entspannen und dann den Einatmen wieder zulassen. Wiederhole für ein paar Atemzüge. Du kannst hier entweder verweilen in der Schmetterlingshaltung oder mit deiner nächsten Ausatmung über Knees to Chest, über die Knie nochmal zur Brust heran und dann in die Haltung für deine Schlussentspannung kommen. Die Blocks können unter den Oberschenkel sein, dein Kopf kann auf einem Kissen liegen. Mit jeder Ausatmung lass dich mehr in die Matte hinein entspannen.
Deine Oberschenkel entspannen sich aus den Hüftgelenken heraus. Die Arme entspannen sich aus den Schultergelenken heraus. Dein Nacken ist entspannt. Die Kiefergelenke gelöst und die Zunge entspannt sich im Mundraum. Entspann die Augen, lass sie zurück in die Augenhöhlen entspannen. Alle Muskeln um die Augenhöhlen herum entspannen. Entspanne deinen Stirnraum. Entspanne den Kronenpunkt und die gesamte Rückseite deines Kopfes. Die Rückseite des Rückens, des Gesäßes und die Rückseite der Beine. Während der Körper entspannt liegt und der Atem entspannt, ohne jeglichen Aufwand fließt, werde dir bewusst deines Geistes und lass auch hier die Gedanken durch deinen geistigen Raum fließen.